Wir sind bei der IGE in Rottleben, der zweite Lauf dieses Jahr. Hey, servus und alles fit? Mensch, das sind Nachbarn. Doppelprima. Live aus Great Britain eingereist. Mr. Billy Bolt. How can it still hurt when I can feel the pain? We're not born to feel the pain. Wir sind bei der IGE in Rottleben, der zweite Lauf dieses Jahr. Ich war gerade bei der Papierabnahme. Die Karten sind neu gemischt. Ich habe jetzt mal Startnummern bekommen. Ja, ich freue mich auf einen staubig langen Lauf. Wird bestimmt klasse. Im Rennen wird der Johannes uns ein bisschen begleiten. Nach dem Rennen will ich auch mal kurz den ehemaligen Vorstand der IGE interviewen. Bleibt am Ball. Viel Spaß euch. Hallo, jetzt laufen wir zum Start. Mal schauen, 2 Stunden, 2 Zylinderklasse. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, ob wir in 5 Minuten starten oder in 20 Minuten. Aber du schneidest das Video bis Dienstag. Klar, ist ja nicht so, als hätte ich noch andere Videos im... Hast du noch andere Videos zu machen? Ja. Ich glaube, der Johannes hat zu wenig Arbeit, bringt eine Menge Arbeit. Das ist der Paul Bolt. Ne, wer ist der? Billy Bolt. Billy Bolt. Sehen wir Billy Bolt live aus. In etwas stärker halt. Live aus Great Britain eingereist. Mr. Billy Bolt. Forget the voices in my head keep spinning me, spinning me, spinning. Don't want to live and I'm full of regrets. My motivation is leaving me, leaving me, leaving. I'm choking, I'm drowning, I'm burning, I'm fading, losing my grip. I keep tripping and tripping and tripping. We crash and we burn. Und gewonnen hat die Klasse mit 15 gefahrene Runde, also ein Hühne, IGE Urgestein Manuel Schaaf. Wer will nicht nach dran, der Sieger? Eine Frau. Ja, das ist die Frauenklasse. Wir sind hier bei der IGE in Rottleben, der zweite Lauf des Jahres. Neben mir Roland Günster, der ehemalige zweite Vorsitzende. Ich habe ein paar Fragen an ihn, ich hoffe, der kann sie beantworten. Warum gibt es die IGE?
Die IGE, die wurde 1987 gegründet vom Nico Wegner. Es hat den Hintergrund gehabt, dass das Endurofahren mit Lizenz etc. recht kompliziert ist und aus dem Grund wurde die Interessengemeinschaft der Endurofahrer gegründet. Da kann jeder, der Interesse am Endurosport hat, sich daran beteiligen. Ob Hobbyfahrer oder Profi, alles Mögliche fährt bei uns mit. Wir haben auch 15 verschiedene Klassen und wie gesagt, wir sind lizenzfrei und unkompliziert. Das heißt, du kannst praktisch am gleichen Tag noch kommen, rennen und fahren. Also Ziel ist es einfach nur, den Sport für die Teilnehmer einfacher zu gestalten. Zu vereinfachen, genau. Was heißt ein IGE eigentlich? Die IGE ist die Interessengemeinschaft der Endurofahrer. Wie muss ich mir das vorstellen? Mit was für einem Motorrad kann ich bei der IGE mitfahren? Im Grunde sind wir für alles offen. Wir haben also ein Reglement, das haben wir recht einfach gestrickt, haben ja auch viele Klassen, damit jeder mit seinem Motorrad da seine eigene Wertung bekommt. Und was jetzt die letzte Zeit halt immer mehr noch dazu kommt, die Hobby-Enduro-Fahrer, die werden auch immer älter und somit kriegen wir jetzt schon Klassen. Jetzt haben wir nicht nur ab 50 und ab 60, jetzt haben wir auch schon seit 2 oder 3 Jahren die Golden Master ab 70. Und die lassen es stehen, ne? Ja. Und das sind allerdings auch ehemalige richtige Cracks, gell? Die können echt Enduro fahren und die können es auch nicht sein lassen. Und wir versuchen für jeden das Enduro-Fahren einfach zu ermöglichen. Ja? Wie viele Veranstaltungen trägt die IGE so im Jahr aus? Also die Regel haben wir zwischen 10 und 12 Veranstaltungen. Die letzten Jahre oder Covid-bedingt halt. Da können wir froh sein, dass wir überhaupt Veranstaltungen austragen können. Bis jetzt hatten wir 2. Es sind noch 2 sind definitiv fest. Das ist jetzt als nächstes Bad Windsheim und dann kommt noch Schrecksbach. Vielleicht haben wir auch das Glück und kommt Schweinfurt noch dazu. Wo siehst du die IGE in den nächsten Jahren? Das ist eine gute Frage, eine schwere Frage, weil du siehst ja, was politisch los ist, ne? Was da für ein Hype aus so vielem gemacht wird. Es wird garantiert nicht einfacher. Das sieht man ja jetzt schon, dass die Genehmigungen für Veranstaltungen halt immer aufwendiger werden. Ob die E-Mobilität den Enduro-Fahrer rettet, da glaube ich jetzt mal weniger dran. Wir haben eine E-Klasse für E-Motorräder, aber die ist nicht stark belegt. Da kommen 4, 5, 6 Fahrer. Mehr ist da nicht. Ne? Aber es ist mal anfangen. Es ist ein Anfang, wir machen es ja schon seit ein paar Jahren, aber da ist kein Zuwachs zu sehen, weil es nicht funktioniert. Es funktioniert nicht. Der Witz ist ja, dass eine Enduro-Veranstaltung auf einem freien Gelände stattfindet. Da ist oft keine Infrastruktur da. Da fahren sie mit dem E-Motorrad auf der Strecke und dann machen sie das Notstromaggregat an, um die Akkus wieder aufzuladen. Also irgendwo ist das ein Witz und das passt alles irgendwie nicht. Ja. Will ich dir nicht zu nahe drehen? Wie alt bist du? Ich bin 62. Wie lange machst du den Sport schon? Ich mache den schon ziemlich lange, also ich habe so mit paar 20 erst angefangen, aber ich habe da, wie gesagt, den Nahen drin gefressen. Ich habe absolut Spaß dran an dem Sport, weil der, wie gesagt, der erfüllt mich, ja? Kann man so sehen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist immer klasse da. Ich fühle mich auch total gut aufgehoben bei der IGE und ich bin jetzt schon ganz schön lange dabei. Du bist schon lange dabei, ja, das und stimmt. schon immer mit einem nice Haufen. Ich finde es auch gut, dass du dabei bist. Ich habe dich ja auch mal zu Hause besucht, in Ischelshausen, habe mir mal deine Firma da angeguckt. Du bist also auch ein Enduro-Fahrer durch und durch, wenn man sich auch die Videos vom Manuel anschaut. Also ich habe sie abonniert, weil das normale Fernsehen, das wird mir schon zu langweilig. Da gucke ich lieber Manuel. Entweder man lebt es oder man lebt es nicht. Ne? Genau. Die 2 Dinge gibt's. Genau. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert uns in Facebook, Instagram und wo auch sonst. Macht die Glocke an in YouTube. Ich danke euch ganz herzlich, euer Manuel. Ja. Und tschüss. Hey, servus und alles fit? Super! Mensch, das sind Nachbarn. Doppelprima! Also, okay. Gedacht an Einsteiger und an einfach Leute, die einfach Spaß am Endurofahren haben. Ja? Und ohne den großen Aufwand. Zeig mal deinen Pokal. Ja.